Es ist endlich Frühling. Ich habe einen Garten und es ist einiges da passiert rund ums Haus und im Haus. Ja, den letzten Monat ist es ziemlich fest ums Thema Rennen gegangen. Ganz klar, es ist Teil von meinem Leben. Da gibt es aber noch viel mehr in meinem Leben, was täglich passiert. Und wenn ich auch mit meinem letzten Video zeigen wollte, ich dokumentiere mein Leben. Und ab und zu ist vielleicht etwas für dich dabei. Vielleicht kommt auch wieder ein Thema, das dich weniger interessiert. Was ich aber definitiv weiterhin machen will, ist weiterhin hier mein Leben dokumentieren. Und wie du ja weisst, lebe ich seit ein paar Monaten in Spanien. Und diese Woche schauen wir uns an, was sich so in den letzten Wochen verändert hat. Fangen wir doch gerade bei meinem Lieblingsort an, den Garten. Im Garten ist einiges passiert. Ich habe rund etwa 12 Beete angelegt für meinen Selbstversorgergarten. Und all diese Beete habe ich nur mit Sachen gebaut, die ich rund um unser Grundstück oder auf unserem Grundstück gefunden habe. Also es sind alles Äste, die am Boden gelegen sind. Und die habe ich verwendet, um die Beete zu bauen. Und dann habe ich hier ein Beet gebaut mit Steinen, die wir rumliegen hatten. Und in Galicien ist das auch sehr oft so, dass Grundstücke so mit Steinen abgetrennt sind. Und das habe ich probiert, mit dem Beet so ein bisschen nachzubauen. Das eine oder andere wächst auch schon. Das Ziel ist wirklich, so viel Gemüse ernten, dass es für 2 Personen langt. Für das braucht es natürlich noch viel mehr Beete, als ich jetzt schon habe. Aber es ist mal ein guter Start. Bis jetzt wächst schon Tomaten, Brokkoli, Erbsen, Bohnen, Zwiebeln, Knoblauch, Blutampfer, Ringelblumen, Herdöpfel, Rucola. Ich blende hier mal ein, was ich alles gesetzt habe. Dann kannst du das Video stoppen. Und heute waren wir in der Gärtnerei. Ich muss sagen, ich habe mit Geduld nicht so. Und haben wir jetzt gleich ein paar Pflänzchen gekauft, die schon ein bisschen eine Grösse haben. Bis jetzt habe ich alles selber angezogen. Aber das geht so lang und die Geduld habe ich irgendwie nicht. Und wenn ihr hier seht, ein paar Sachen haben wir heute eingekauft. Ich habe es gezahlt. Du hast es gekauft, ich habe es gezahlt. Dann würde ich sagen, pflanzen wir das Ganze mal. Als nächstes kommen Erdbeeren dran. Die pflanze ich neben Minze und Knoblauch. Das sind gute Nachbarn. Die Minze muss man einfach schauen, die machen viel Wurzeln, dass nicht so die Erdbeeren kommen. Darum tue ich jetzt hier so eine Barriere reinbauen. Und die kommt hier rein, da ist die Minze und dann kommen die Erdbeeren, hinten dran Knoblauch und dort habe ich noch Sonnenblumen. Kurze Frage, was tust du? Kaputt! Grüße nach Bosnien, Vivo Pause. Cheers! Wenn du jetzt immer noch zuschaust, dann gefällt dir das Video vielleicht. Darum wäre ich froh, würdest du mir einen Daumen hoch geben. Und vergiss nicht zu abonnieren. Und wenn du irgendeine Frage hast, schreib es unter den Kommentaren. Und weiter geht's. Was auch neu ist, wir haben das Grundstück, wo das Haus drauf steht, eingezäunt. Das sind etwa 1700 Quadratmeter. Und jetzt kann auch der Hund frei rumlaufen. Aber auch drinnen ist einiges passiert. Und Nicole hat ziemlich viel restauriert. Das ganze Badzimmer neu gemacht und auch aus alt neu gemacht. Also wir haben nichts Neues gekauft. Die ganze Renovation hat etwa 100 bis 200 € gekostet. Sie hat das ganze Badzimmermöbel restauriert, Blättchen neu gestrichen und jetzt sieht es wieder aus wie neu. Auch die alte Küche haben wir abgecycelt und aus dem dunklen braunen Holz ist jetzt eine wunderschöne blaue Küche geworden.
Als nächstes werden wir dann noch die Wände neu machen. Die werden wahrscheinlich orange, gel, sind noch nicht ganz sicher. Wir werden es sehen. Ganz neu habe ich jetzt auch einen Häcksler und den habe ich gebraucht, um Wägli zu machen in meinem Garten. Für so Holzschnipsel hätte ich für einen Sack so 100 Kilo mehr gezahlt als für das Gerät. Und wir haben ja so viel Holz hier rumliegen, dass es sich eigentlich schon jetzt rentiert hat, die Maschine. Und ich all die Wägli hier schön machen konnte. Generell ist eigentlich das Ziel, fast durch den ganzen Garten, das ganze Land irgendwie mit etwas bepflanzen, dass wir eine riesige Diversität an Bäumen, Sträuchern, Gemüse, Früchten werden haben. Halt ein richtig grosser Selbstversorgergarten. Generell weiss ich gar nicht so, was ich erzählen soll. Das Leben ist gerade super gut. Es gibt gerade keine Probleme. Es ist immer viel einfacher, ein Video zu machen, wenn es Probleme gibt, als wenn alles gut ist. Dann weiss man gar nicht so was erzählen. Darum würde ich sagen, wenn du irgendeine Frage hast zum Leben in Spanien, dann schreib es doch unter in die Kommentare. Tue ich in weiteren Videos sehr gerne beantworten. Generell haben wir hier einfach ein sehr gemütliches, entspanntes Leben. Wir arbeiten pro Tag irgendwie so 4 Stunden am Laptop, den Rest sind wir im Garten. Wir haben auch nicht mehr so das Bedürfnis zum Reisen. Es ist so ruhig hier. Wir sagen nämlich so, wir haben uns hier so den schönsten Campingplatz geschaffen für uns selber. Es ist so unglaublich ruhig. Wir haben keine Strasse vorne dran. Es läuft niemand an unserem Haus vorbei, weil wir eine eigene Einfahrt haben. Was am lautesten ist, da sind die Vögel und das ist einfach wunderschön. Jeden Morgen gehen wir raus, gehen Kaffee trinken. Das haben wir immer noch genau gleich wie damals im Camper. Am Morgen rausgehen, den Kaffee trinken. Und es ist so interessant zu sehen, wie sich die Natur Tag für Tag verändert. Das habe ich noch nie so mitbekommen. Jeden Morgen, wenn du rausgehst, hat es wieder irgendwo einen Baum mit ein paar Blättern mehr, neu kommen neue Knospen, plötzlich tut wieder ein neues Blümchen. So eindrücklich, was täglich in der Natur passiert. Und es ist so schön grün langsam da. Der Garten wächst. Es ist richtig genial. Richtig genial. It's the best life and goodbye.